Moin moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du hier bist. Ja, heute möchte ich euch Vetiver Patchouli der Nischenmarke Montai vorstellen. Ja, es wird oft mit Orage von Louis Vuitton verglichen. Berechtigterweise, die beiden Parfums sind sich schon recht ähnlich. Ich kann gleich schon mal vorab so ein bisschen teasern. Ich finde Vetiver Patchouli tatsächlich auch besser, interessanter. Da komme ich dann eben gleich in der Duftbeschreibung nochmal näher drauf zu sprechen. Und ja, das sage ich auch mehr oder weniger ganz objektiv, obwohl ich auch ein großer Louis Vuitton-Fan bin. Ich habe ja City of Stars, Afternoon Swim, Ombre Nomade und so weiter. Aber muss ehrlich sagen, dass mir Vetiver Patchouli mehr gefällt. So, aber wir starten wie immer erstmal mit der Flakon-Präsentation. Ja, schwieriges Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass so an sich die Idee, die Flakons einfach mal in diesem Design zu gestalten, ja, ich gut finde ich interessant, hat dadurch natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ob man das jetzt so grundsätzlich mag von der Farbauswahl, es gibt ja viele verschiedene Parfums der Marke, die ganz unterschiedlichen Farben haben. Und ob man grundsätzlich dieses Design mag, das ist natürlich eine Geschmackssache. Aber ich finde es grundsätzlich, ja, gut und auch interessant. Was man hier aber kritisieren muss, ist tatsächlich die Qualität. Also dieser Flakon, es sind 100 ml, wiegt nahezu nichts. Also ich frage mich manchmal, wie das geht. 100 ml haben ja auch schon ein gewisses Eigengewicht, logischerweise. Dann eben hier der Flakon, das Material. Also man merkt fast gar nicht, dass man hier irgendetwas in der Hand hält. Also das spricht ja auch so ein bisschen für die eher minderwertige Qualität. Und ja, es ist alles so ein bisschen trashig. Das ist so, wie gesagt, von der Idee finde ich es interessant. Aber ja, die Qualität ist wirklich minderwertig. Der Zerstäuber ist okay. Nichts Außergewöhnliches, aber ja, es gibt viele Zerstäuber von Nischenmarken, die deutlich schlechter sind. So, was ich ganz interessant finde, ist, dass man hier so einen Sack hat, der steckt das Parfum drin. Das ist ganz schick gemacht, auch so für den Transport finde ich ganz cool, wenn man eben mal das Parfum mit im Rucksack oder Tasche transportieren möchte. Und die Verpackung ist halt wirklich nur eine Pappverpackung. Klatsch, jetzt fällt der Sack um, also nichts Hochwertiges. So, aber wie sage ich immer so schön, hält es hier auch Vorführeffekt? Ja, es hält einigermaßen. Wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um die Duft-DNA, logischerweise immer um den Inhalt. So, ich blende euch schon mal die Duftnoten ein. Ich sage jetzt erstmal generell ein bisschen was zu dem Parfum und dann gehe ich auch mal auf den Vergleich zur Orage ein. Ja, es ist ein Release aus dem Jahre 2019. Vetiver Patchouli riecht für mich frisch, grün, leicht erdig. Ja, und das macht es für mich auch wirklich zu einem Frühlings-Sommerparfum. Also lasst euch da nicht durch den Namen Patchouli so ein bisschen beirren. Es ist wirklich ideal im Frühling und im Sommer. Ich habe es jetzt erst vor wenigen Tagen, da war es hier relativ heiß getragen. Es wird nie schwülstig, es wird nie irgendwie muffig, erdig, sondern es riecht wirklich relativ frisch. Vetiver kann ganz unterschiedlich riechen. Von rauchig, erdig bis hin sogar zu schokoladig. Ich glaube, das wissen gar nicht so viele, dass tatsächlich Vetiver auch so ein bisschen in die Schokoladenrichtung gehen kann. Das ist hier aber nicht der Fall. Also wir kriegen leider keine Informationen darüber, welches Vetiver verwendet wird. Es gibt aber zum Beispiel Vetiver aus Haiti, was eher frisch-fruchtig riecht und tatsächlich so in die Richtung einer frisch-süßlichen Grapefruit geht. Und das, glaube ich auch, wird hier mehr oder weniger verwendet, zumindest eben Vetiver, welches so in diese Richtung geht. Denn es riecht nicht rauchig, es riecht auch nicht erdig, schokoladig sowieso nicht, sondern eher so frisch, fruchtig, leicht süßlich Richtung einer Grapefruit. Deswegen denken auch viele oder beschreiben es auch viele eben so, ja, mit so einem Grapefruit-Touch und das kommt schon meiner Meinung nach ganz gut hin. Patchouli kann auch sehr erdig teilweise, ich sage es jetzt einfach mal so, dreckig, muffig riechen, ist hier ebenfalls nicht der Fall. Patchouli, welches hier enthalten ist, riecht für mich eher so holzig, leicht herb, fast schon so sauber clean und auch nur so ein bisschen erdig. Man riecht
Patchouli heraus, aber nur so eine leichte Erdigkeit und es ist eher, wie gesagt, so ein bisschen clean und sauber. Also, falls ihr Patchouli nicht so mögt, ich gehöre da mehr oder weniger dazu. Patchouli kann mir teilweise ein bisschen too much sein. Ja, eben so ein bisschen muffig, zu erdig sein, das mag ich dann auch nicht. Und hier ist es wirklich so ein Patchouli-Einsteiger-Parfum, also wirklich gut geeignet. Also, was kann man abschließend sagen? Es riecht frisch, grün, leicht, ja, fruchtig, so Richtung einer Grapefruit und teilweise auch ein bisschen holzig, leicht herb und etwas erdig. Also, wie gesagt, im Winter richtig gut, Entschuldigung, was rede ich jetzt hier? Im Sommer und Frühling richtig gut geeignet. Wir haben hier auch noch eine Karottennote. Karotte kann teilweise so ein bisschen wie Iris riechen. Das sorgt hier in dem Parfum für, ja, eine gewisse Pudrigkeit. Also, es ist jetzt nicht ja, schwer pudrig, sondern ja, es hat so eine leichte Pudrigkeit und hier wird auch mit rosa Pfeffer gearbeitet. Das heißt, es gibt auch dem Parfum so eine gewisse Würze. Jasmin riecht man auch heraus, ist aber tatsächlich eher so eine ja, Duftnote, die so beiläufig mitschwingt. Also es ist jetzt kein blumiges Parfum. Haltbarkeit an mir wirklich sehr gut. 9 bis 10 Stunden, teilweise noch mehr. Die Sillage ist richtig gut, vor allem die ersten Stunden ist sie relativ intensiv. Man riecht das Parfum selbstständig. Ich muss auch immer an dem Parfum riechen. Also es hat irgendwie für mich auch so ein, ja, fast schon so einen kleinen Suchtfaktor. Also da kann man wirklich nicht sagen. Haltbarkeit, Sillage, also wirklich gut. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Vergleich zu Orage von Louis Vuitton. Ja, ich hatte ja den Preis eingangs schon gesagt von Vetiver Patchouli. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal so 120 Euro für 100 ml. Orage von Louis Vuitton kostet genau das Doppelte, also quasi 240 Euro für 100 ml. Es riecht sehr ähnlich. Es ist jetzt nicht ein 1:1 ja, Duftparfum, aber die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Man muss sagen, Orage ist ein Jahr früher auf den Markt gekommen, also 2018. Ich mag Vetiver Patchouli mehr, denn Orage riecht eben für mich etwas mehr nach Patchouli. Dadurch, ja, riecht es für mich so ein bisschen in Anführungsstrichen dreckiger, muffiger. Ich finde Orage immer noch toll, aber im Vergleich jetzt eben zu Vetiver Patchouli empfinde ich es eben so ein bisschen erdiger und dreckiger. Und Orage wird ja oft so als Parfum ja, nach einem Gewitter beschrieben, also wenn es eben gewittert hat und eine gewisse Luftfeuchtigkeit und ein gewisser Geruch so in der Luft liegt. Nasser Asphalt wird oft gesagt. Kann ich auch nachvollziehen, so riecht es tatsächlich auch. Und eben diese ja, Luftfeuchtigkeit, dieser Geruch, der dann eben durch Orage entsteht, den mag ich eben nicht ganz so gerne. Für mich ist Vetiver Patchouli so ein bisschen aufgelockerter als eben Orage. Nicht ganz, wie gesagt, so wie ja, nasser Asphalt, so erdig, muffig. Also da muss ich ehrlich sagen, finde ich Vetiver Patchouli einfach besser. Es hält an mir auch besser als Orage, also 1-2 Stunden mindestens länger. Die Sillage ist auch stärker. Und dadurch, dass die beiden Parfums ja, sich preislich so extrem unterscheiden. Also wie gesagt, Vetiver Patchouli kostet nur die Hälfte und ist einfach für mich von der Duft-DNA einfach ein bisschen, ja, entspannter, aufgelockerter und deswegen finde ich es tatsächlich auch einfach besser. Deswegen, bevor ihr oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch Orage zu kaufen, dann versucht euch mal eine Probe von Vetiver Patchouli zu organisieren und ja, vergleicht einfach mal die beiden Parfums. Ich denke, die Gemeinsamkeit, die Ähnlichkeit ist nicht ja von sich zu weisen. Also man bekommt ganz klar die Assoziation von dem anderen Parfum. Und ja, wie gesagt, es gibt da kleine Unterschiede, aber die sind für mich fast schon marginal. Und wie gesagt, ich tendiere da ganz klar zu Vetiver Patchouli. So, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr die Parfums findet. Ja, ob ihr sogar Orage habt oder auch Besitzer von Vetiver Patchouli seid. Und kommentiert mal gerne. Und ja, ansonsten abonniert gerne meinen Kanal. Unterstützt mich damit so ein bisschen und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass du hier warst. Bis demnächst.